Ich heiße Olga, ich bin 31 Jahre alt. Seit fast 4 Jahren fahre ich zusammen mit meinem Ehemann auf dem Fahrrad um die Welt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren? Wir wollten immer die Welt bereisen, der Sehnsucht war groß, aber wir wussten nicht, wie wir an das nötigste Geld kommen, wie wir das alles organisieren können. Und durch den Zufall sind wir auf einen Blog von einer Hamburgerin gestoßen, die mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Und die Idee fanden wir richtig gut. Wir wussten da noch nicht, dass es möglich ist. Und dann haben wir noch mehr recherchiert und wir haben festgestellt, dass es mehrere Leute sowas machen und dass es möglich ist, mit dem Fahrrad um die Welt zu fahren. Und dann waren wir richtig besessen von der Idee und dachten, ja, das ist das Richtige für uns und das wollen wir auch genauso die Welt erkunden. Wo schlaft ihr? Am liebsten schlafen wir in unserem Zelt. Das bedeutet, wenn wir in der Natur unterwegs sind, wir suchen uns einen schönen Platz aus, wo wir nicht von jemandem gesehen werden und da schlagen wir unser Zelt auf. Wenn wir in der Städte unterwegs sind, dann nehmen wir uns ein Hostel oder ein günstiges Hotel oder gerne bei den Privatleuten, die man auf den Plattformen wie Couchsurfing oder Warmshows findet, aber am liebsten doch eigentlich im Zelt. Wie verständigt ihr euch mit den Menschen? Da muss man sich keine Sorgen machen. Man wird sich irgendwie mit den Leuten verständigen können. Mit Händen und Füßen kann man irgendwie kommunizieren. Man kann zeigen, dass man Schlafplatz sucht oder dass man was zum Essen haben will. Oder natürlich ist es auch angenehmer, wenn man in den Ländern ist, wo man die Ländersprache spricht oder wo die Leute dann Englisch sprechen, weil wir Englisch sprechen, oder wo die Leute Russisch sprechen, weil wir auch oder ich Russisch spreche. Oder wenn die Leute Deutsch sprechen, das ist auch ganz nett. In jedem Land versuchen wir auch ein paar Wörter auf der Sprache zu lernen, sowas wie Dankeschön oder Hallo. Das bricht auch der erste Eis. Und wenn es überhaupt nicht geht, dann haben wir auch ein kleines Büchlein mit ganz, ganz vielen Bildern, wo wir drauf zeigen auf das Bild, dass wir zum Beispiel einen Obstmarkt suchen und die Leute verstehen das und nehmen uns in die Hand und zeigen uns den Obstmarkt. Kann jeder so eine Reise machen? In der Theorie glaube ich schon, aber ja, man muss schon ein bisschen hart im Nehmen sein vielleicht. Ja, weil es ist schon ein bisschen körperlich anstrengend, man muss Fahrrad fahren und auch ein schwer beladenes Fahrrad fahren und auch nicht bei dem besten Wetter immer. Dann muss man auch darauf eingestellt sein, dass man nicht jeden Abend duscht, dass man vielleicht, weiß ich nicht, weil ist jeden Tag dann irgendwie was Neues los oder jeden Tag kommen die neuen Herausforderungen an dich zu. Deswegen finde ich schon, dass das jeder natürlich machen kann, aber dass das die Person, die das Spaß bringen würde, ist nicht jedes. Muss man schon ein bisschen der Typ dafür sein. Bekommt man im indischen Hinterland sauberes Trinkwasser? Am Anfang an waren wir auch ein bisschen skeptisch, wie wir das in Indien meistern würden, ob wir da Probleme mit Hygiene und Finden von sauberem Wasser haben würden. Aber ja, in jedem Land leben Leute und in jedem Land gibt es Wasser. Am Anfang haben wir uns Wasserflaschen gekauft, weil wir uns das nicht getraut haben, das Wasser zu trinken, was die Leute trinken. Aber nachher haben wir auch immer das Wasser getrunken, was in den Dörfern gibt. Und meistens ist es ein Brunnen
was sauber ist, wo man mit der Pumpe das Wasser nach oben bekommt, und wenn die Leute im Dorf das trinken, dann können wir das auch trinken. Wie ist es, seit 4 Jahren nicht mehr zu arbeiten? Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt seit 4 Jahren nicht arbeiten, weil wir fahren jeden Tag so 5 bis 6, 7 Stunden Fahrrad. Das finde ich schon ein bisschen Arbeit. Dann, wir haben diverse Sozial-Media-Kanäle, die wir auch mit Bildern und Videos füllen, was auch Zeit in Anspruch nimmt, was auch Arbeit ist, was uns auch alles Spaß macht. Fahrradfahren macht uns natürlich auch Spaß, aber das Ganze würde ich schon als Arbeit bezeichnen. Wie geht es nach der Reise weiter? Habt ihr Zukunftsängste? Wir wissen noch nicht, wie es nach der Reise weitergeht, weil im Moment geht die Reise noch weiter. Deswegen kann ich die Frage nicht so beantworten. Aber Zukunftsängste haben wir oder habe ich nicht, weil ich finde, wenn man zusammen mit seinem Partner so eine Reise gemacht hat oder so eine Reise macht und so viele schwierige Situationen durcherlebt hat und so viele alles Mögliche zusammengehalten hat und man kennenlernt, wie der andere reagiert und dass man sich immer auf den anderen verlassen kann, dann hat man keine Angst. Deswegen habe ich keine Angst über unsere Zukunft. Ich glaube, dass wir zusammen eine schöne Zukunft haben werden. Nächste Frage. Braucht man besondere Ausrüstung? Nein, man braucht keine besondere Ausrüstung. Wir haben auch schon Fahrradfahrer getroffen, die mit super einfachem Rad unterwegs waren, selbstgebastelte Packtaschen. Es geht alles. Es zählt nur das Willen. Aber es ist natürlich schon komfortabler, wenn du weißt, dass deine Sachen im Regen nicht nass werden. Wenn du weißt, dass du selbst auch nicht nass wirst, wenn es regnet, und dass du guten Schutz in deinem Zelt hast. Dass dein Fahrrad nicht jede 100 Kilometer kaputt geht. Ich finde schon, das ist sehr, sehr wichtig, die Ausrüstung. Weil man will komfortabel das Ganze haben und man will auch für sich so eine gemütliche Zuhause bauen, dass die Matratze gemütlich ist, der Schlafsack warm genug ist, weil ja, es geht nicht für 3, 4 Tage einen kurzen Ausflug, wo man vielleicht auf verzichten kann, sein Bett und sowas, sondern man will, dass man sich wohl wie zu Hause fühlt. Wo geht ihr auf Toilette? Ja, die Frage bekommen wir tatsächlich öfter. Ist kein Hexenwerk. Jeder muss auf Toilette und wir sind auch keine Ausnahme. Wir gehen auch auf Toilette. Wenn wir im Wald und in der Natur sind, haben wir einen großen Messer, womit wir ein Loch graben und danach das Ganze verbuddeln. Wenn wir unterwegs sind und an einem Straßenrand ein kleines Restaurant oder ein Café gibt, dann kann man da anhalten und fragen, ob man auf Toilette gehen kann. Das Gleiche ist auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist. In manchen Orten gibt es auch öffentliche Toiletten. Da muss man sich keine Sorgen machen. Man wird schon irgendwo eine Toilette finden. Ihr habt einen YouTube-Kanal. Wie und wo schneidet ihr die Videos? Mittlerweile haben wir 2 Laptops und auf jedem ist ein Schneiderprogramm drauf und mit dem Laptop schneiden wir die Videos. Meistens schneiden wir das in einem Hostel oder in einer Wohnung, wo wir Strom haben. Aber oft auch im Zelt, weil der Akku so ein paar Stunden hält. Abends nach dem anstrengenden Fahrradfahrentag
legen wir uns im Zelt und schneiden noch die Videos, damit ihr die Videos danach gucken könnt. So machen wir das. Wo gefiel es euch am besten? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir haben schon so viele schöne Orte gesehen, so viele nette Menschen getroffen und auf einmal ein Ort auszusuchen ist schwer, deswegen ich nehme 3. Iran, weil die Leute da so unglaublich gastfreundlich sind. Indien, weil das Essen dort so gut und günstig ist. Und Kirgisistan, weil die Natur da so schön und berührbar ist und farbenfroh und einfach atemlos. Siehst du, mir hat sogar den Atmen war das weg. Wollen Leute Fotos mit euch machen? Ja, die Leute wollen Fotos mit uns machen. Oft fahren wir und an der Straßenseite sehen wir, wie ein Auto anhält und jemand aus dem Auto aussteigt und uns irgendwelche komischen Zeichnungen zeigt. Und das bedeutet meistens, dass die wollen, dass wir anhalten, kurz unsere Geschichte erzählen und ein Foto mit denen machen. Und so fühlt man sich in manchen Ländern wie ein Rockstar, weil man an einem Tag 10-mal angehalten wird und jeder will ein Foto mit dir haben. Es ist schon interessant und besonders. Habt ihr manchmal Angst? Nee, ich würde nicht sagen, dass wir Angst haben. Wovon sollen wir Angst haben? So wilde Tiere? Nicht so wirklich. Die meisten sind richtig scheu oder trauen sich nicht, an den Menschen nahe zu kommen. Leute haben wir auch nur gute und nette Leute kennengelernt und getroffen. Ja, von der Natur hat man vielleicht Angst, stimmt, in Mongolei, wo wir in einem Zelt saßen und das hat so gehagelt und die Kerne waren so groß und da hatte man schon ein bisschen Angst, dass das Zelt doch jetzt kaputt geht und wir irgendwie vielleicht verletzt werden. Da hat man Angst von der Natur, würde ich sagen. Was esst ihr und wie viele Kalorien braucht ihr? Wir ernähren uns vegan. Das bedeutet, wir essen ganz viel Kohlenhydrate, Obst und Gemüse. Im Schnitt oder so ungefähr, ich weiß gar nicht wie viel, aber wir essen so zwischen 3000 und 4000 Kalorien am Tag. In jedem Land essen wir unterschiedliche Sachen, je nachdem, was in dem Land so gibt, weil das sind dann die meisten günstigeren Sachen. Zum Beispiel in Asien wird ganz viel Reis gegessen, in Russland Buchweizen, in der Türkei Couscous und darauf passen wir unsere Küche sozusagen an. Wir kaufen immer viel Gemüse ein, Obst und zum Frühstück essen wir meistens Haferflocken mit Rosinen oder Obst. Zum Mittag gibt es entweder Obst, so eine große Melone oder Brot mit irgend so einer Konserve. So. In Russland gab es eingelegte Sachen in der Dose. Und zum Abendessen kochen wir uns einen großen Eintopf mit Nudeln oder Reis oder Buchweizen, Hülsenfrüchte und dann Gemüse. Und abends ist es immer das Highlight, das warmes, schönes, gekochtes Essen. Und jedes Mal übertreffen wir uns und sagen, so gutes Essen haben wir noch nie gekocht. Und jedes Mal nach einem anstrengenden Fahrradtag schmeckt es so gut. Jetzt gerade in Mexiko essen wir so viele Tacos, die sind so gut. Was hat dich am meisten beeindruckt?
Am meisten hat mich beeindruckt, dass wir von Deutschland aus nach Südkorea mit den Fahrrädern gefahren sind und jetzt in Mexiko auch weiter mit den Fahrrädern fahren, dass man mit dem Fahrrad so eine unglaublich weite Distanz zurücklegen kann. Das habe ich niemals in meinem Leben gedacht. Und das hat mich am meisten beeindruckt.